My wonderful friends, good morning, good morning, good morning. Meine wundervollen Freunde, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are drawing closer to the end of Romans 8. Wir nähern uns dem Ende von Römer 8. Well, we are certainly closer than we were when we started. Wir sind gewiss näher dran als zu Beginn. Let's go ahead and continue. Wir machen weiter. Verse 33. Vers 33. Who then would dare to accuse those whom God has chosen in love to be his? Wer würde es denn wagen, diejenigen anzuklagen, die Gott in Liebe zu den Seinen erwählt hat? God himself is the judge Gott selbst ist der Richter, who has issued the final verdict. der sein endgültiges Urteil über sie gefällt hat. Not guilty. Nicht schuldig. Listen to me. Hör mir zu. I like to see God like this. Ich mag es, Gott so zu sehen. Not only as the judge, but as the Supreme Court judge. Nicht nur als Richter, sondern als Richter am Obersten Gericht. Once the Supreme Court judge has said not guilty, it doesn't matter who says what. Wenn einmal der Richter am Obersten Gericht gesagt hat, nicht schuldig, spielt es keine Rolle, wer was sagt. Look, it literally says God himself is the judge who has issued the final verdict. Es heißt wortwörtlich, Gott selbst ist der Richter, der sein endgültiges Urteil über sie gefällt hat. So there is no more verdict. Es gibt kein Urteil mehr. So again, I almost can hear this, I don't know, maybe not mocking, but in a sense, this mocking voice of Paul. Wieder finden wir hier diese Art von schon fast spöttischer Stimme bei Paulus. You know, not in a bad sense, but in a sense that's very clear. Nicht im schlechten Sinne, in einem sehr klaren Verständnis. Guys, don't you see how ridiculous it is to accept accusation from anybody? Leute, seht ihr nicht, wie lächerlich es ist, Anklage von irgendjemandem anzunehmen? The final verdict has been spoken by God. Das endgültige Urteil wurde von Gott gesprochen. There is nobody who is greater and more powerful than God. Es gibt niemanden, der größer und mächtiger ist als Gott. If he has made the final verdict, you're not guilty, Wenn er das letzte Urteil gesprochen hat, dass du nicht schuldig bist, then nobody can dare to accuse you. dann kann niemand es wagen, dich anzuklagen. Listen, one of the huge problems among Christians is that they accept accusation. Hört zu, eines der großen Probleme unter Christen ist, dass sie Anklage annehmen. Please, my friend, grasp this. Mein Freund, bitte ergreife das. The final verdict, not guilty, has been spoken for you. Das endgültige Urteil, nicht schuldig, wurde dir zugesprochen. Past, present, and future. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Over the sin that you will commit in 3 days, the verdict has already been declared not guilty. Über die Sünde, die du in 3 Tagen begehen wirst, wurde das Urteil bereits ausgesprochen. Nicht schuldig. I've been accused of encouraging people to sin. Ich wurde beschuldigt, Menschen zur Sünde zu ermutigen. This cannot be further from the truth. Das ist alles andere als wahr. But I'll tell you something. Ich sage dir etwas. People who live sin-focused with guilt, shame, and condemnation are ones who will never be free from sin. Menschen, die mit Schuld, Scham und Verurteilung auf die Sünde fokussiert leben, werden nie frei von Sünde sein. So I'm trying to show people the truth. Ich versuche den Menschen die Wahrheit zu zeigen. And it's the truth that will set them free from the power of sin. Und die Wahrheit wird sie von der Macht der Sünde befreien. Every time you accept accusation when you do something wrong, Jedes Mal, wenn du Anklage annimmst, wenn du etwas Falsches tust, you're focusing on the completely wrong thing, therefore you cannot have victory. fokussierst du dich auf das völlig Falsche und kannst deshalb nicht den Sieg haben. Between God and you, there has been a clear final verdict. Zwischen dir und Gott gab es ein klares und endgültiges Urteil. He looked at you, Er schaute dich an, he looked at Jesus, er schaute Jesus an, he saw that the penalty has been paid, and he said, I cannot call you guilty anymore. er sah, dass die Strafe bezahlt worden war und Gott sagte, ich kann dich nicht mehr schuldig sprechen. Look, Schau, it is a complete injustice to sentence, to judge the innocent. es ist eine völlige Ungerechtigkeit, den Unschuldigen zu verurteilen, zu richten. Do you know what 2 Corinthians 5 says Weißt du, was 2. Korinther 5 sagt? in verse 21? In Vers 21. That Jesus, who did not know any sin, Jesus, der Sünde nicht kannte, he became sin for us. hat er für uns zur Sünde gemacht. Hang on a minute. Moment mal. The righteous Jesus became sin? Der gerechte Jesus wurde zur Sünde? He did. Ja, das tat er. So that we could become the righteousness of God in Christ Jesus. Damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in Jesus. So every single one of your sin, past, present, and future,
Jesus was judged for. Also, für jede einzelne deiner Sünden, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, wurde Jesus verurteilt. That's why when God looks at you, he has to say not guilty. Deshalb muss Gott sagen, wenn er dich anschaut, nicht schuldig. Because if God says to you guilty, he has judged two people for one crime. Wenn Gott zu dir sagt, schuldig, dann hat er zwei Personen für das gleiche Verbrechen verurteilt. Because Jesus never committed any sin. Jesus hat nie irgendeine Sünde begangen. So the verdict, guilty, that should have been yours, Das Urteil schuldig, das dir hätte zustehen sollen, has been placed on Jesus. wurde also auf Jesus übertragen. So you can't judge two people for the same sin. Also kannst du nicht zwei Menschen für dieselbe Sünde verurteilen. If I rob somebody Wenn ich jemanden ausraube and I get judged for it, und dafür verurteilt werde, you can't judge Daniel for my robbery. kannst du Daniel nicht für meinen Raub verurteilen. That's unjust. Das ist ungerecht. So Jesus was judged, therefore we are not guilty. Jesus wurde verurteilt, also sind wir nicht schuldig. So reject any accusation from anybody. Weise jede Anschuldigung zurück. Not from the devil, Nicht vom Teufel, not from your own heart. nicht von deinem eigenen Herzen. Don't worry what people say. Mach dir keine Sorgen, was Leute sagen. Declare every day, Sage jeden Tag, Father, I thank you that you've spoken the final verdict and I'm free from guilt. Vater, ich danke dir, dass du das endgültige Urteil gesprochen hast und ich frei von Schuld bin. Look, the truth is, no Christian should have any desire to sin. Schau, die Wahrheit ist, dass kein Christ den Wunsch haben sollte, zu sündigen. What do you think, who will have more victory over sin? Was denkst du, wer mehr Sieg über die Sünde haben wird? The one who lives sin-conscious and guilt-conscious and shame-conscious, Derjenige, der Sünden, Schuld und schamorientiert lebt, whose focus is always on the wrong thing? dessen Fokus immer auf dem Falschen liegt. Or the person who is grasping the heart that he's completely free from all guilt? Oder die Person, die im Herzen begreift, dass sie völlig frei von jeglicher Sünde ist. Of course, it's the second person. Natürlich ist es die zweite Person. Once I understand how great my sin was Wenn ich erst einmal verstanden habe, wie groß die Sünde war and how great the price was that Jesus paid und wie hoch der Preis war, den Jesus bezahlt hat, and should be guilty before God, but I'm not, und dass ich vor Gott schuldig sein sollte, es aber nicht bin, and that's the final verdict that can never be changed, und dass das endgültige Urteil ist, das niemals geändert werden kann, I can now walk in the victory. kann ich jetzt im Sieg wandeln. My friend, Mein Freund, final verdict, endgültiges Urteil heißt, not guilty. nicht schuldig. Lift up your head and walk like a son and like a daughter of the Most High God. Erhebe dein Haupt und wandle wie ein Sohn und eine Tochter des höchsten Gottes. See you tomorrow. Bis morgen!